Wer steht in der Verantwortung? In der Verantwortung des Zustandes heute sind mehrere, die dafür zu nennen sind. Vielleicht kurz zu der Geschichte nochmal. Bei der Teilung Kurdistans. Kurdistan hat versucht, sich gegen diese Teilung zu wehren, aber sie hatte keine Chance. Gleichzeitig sind 5 Armeen in Kurdistan einmarschiert. Die russische, die englische, die französische, die persische Armee, türkische und noch dazu der Lakaien von England, der König von Irak. Bei diesem Einmarsch dieser Armeen, gleichzeitig mit massiven völkermörderlichen Charakter, besonders was die Türken in Dersim und in Diyarbakir gemacht haben, was sie in Kocaeli gemacht haben, was der Schah von Iran mit dem Kurden umgegangen ist. Bei diesen ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen hatte Kurdistan keine Chance, sich zu wehren. Sie musste die Teilung akzeptieren. Nun, diejenigen entstandenen künstlichen Staaten, die einen Teil von diesem Kuchen namens Kurdistan bekommen haben, tragen die Hauptverantwortung, dass sie dieses Teil nicht als Brücke verstanden haben, sondern als eine Beute. Die Türkei hat Kurdistan nicht nur physisch vernichtet, ausgebeutet, sondern auch moralisch, psychisch degradiert. Sie hat die Existenz der Kurden geleugnet bis heute. Die Sprache als Sprache der Tiere bezeichnet. Die Kinder beigebracht, redet zu Hause nicht Kurdisch, das ist Sprache nicht der Menschen. Auf jeder kurdischen Schule oder türkische Schule in Kurdistan stand, wie glücklich, dass ich ein Türke bin. Selbst glücklich kannst du nicht sein, wenn du Kurde bist, du musst Türke sein. In Syrien, Irak war das Gleiche. In diesem Zustand tragen die Hauptverantwortlichen erstmal die kurdischen Parteien. Die Parteien der Kurden haben diesen Zustand akzeptiert und haben versucht, jeder in seinem Teil das Beste daraus zu machen. Und dieser Weg, was sie gegangen sind, jeder sein Teil zu retten, was zu retten ist, hat uns noch mehr Katastrophen beschert. Die 4 Millionen Kurden in Irak, von Sacho bis Khanaqin, jede Familie hat mindestens 4 bis 7 Tote zu beklagen. Alle möglichen Waffensysteme sind an den Kurden erprobt worden. Von klassischen Waffen bis hin zu chemischen Waffen. Wer kann mir erklären, warum im Gebiet von Barsan mitten im Winter die Cholera ausbricht? Das kann das irakische Regime erklären, aber der will davon nicht wissen. Die Hauptverantwortung trägt als erster die europäischen Hauptmächte England, Frankreich, Russland und in gewissem Maßen auch Italien. Bei dieser Misere, die wir heute dran sind. Und bei Fortführung dieser Katastrophe heute der Erstverantwortliche ist Russland, Putin, indem er ein Diktator wie das nationalistische arabische Wiedergeburtspartei an seinem Präsidenten Bashar Assad massiv unterstützt hat. Die Verantwortung trägt Putin Russland, indem an einem diktatorischen, religiösen, schiitischen, muslimischen Regime wie Iran festhält
und unterstützt. Und an dieser Misere, was jetzt aktuell in Afrin, trägt an erster Stelle Putin Russland mit dem Genozid und des Völkermordes an den Kurden und die ethnische Säuberung an den Kurden in Afrin trägt. Wer noch eine Verantwortung trägt? Die USA, indem sie schweigen. Und die USA weiß genau, wie die Lage in Afrin ist. Seit 2 Jahren weiß sie das mindestens. Sie weiß es auch in Einzelheiten. Aber sie hat geschwiegen. Diese Katastrophen, die die Kurden jetzt seit 1916, 18, 20, seit der Gründung des Türkenstaates, seit der Gründung des Irak und Syrien widerfahren ist, trägt hauptsächlich die europäischen Supermächte seiner Zeit, die heute nichts zu sagen haben. Heute können die nicht das, was sie damals verursacht haben, rückgängig machen, auch nicht verbessern. Die haben nur mit der Folgen ihrer Beschlüsse oder ihre Taten zu kämpfen. Das ist nämlich die Flüchtlingswelle. Wiederhole ich nochmal. Die Verantwortung hat an erster Stelle die kurdischen Parteien, die das Hauptmerkmal, die geopolitische Lage Kurdistan aus dem Auge, sondern nach dem Prinzip, jeder rette, was er retten kann in seinem Teil. Die Regime, die aus diesem Teil nicht als Brücke zur Verständigung mit den neuen gewonnenen Gebieten, sondern als eine Beute eingesehen haben. Und die europäischen Supermächte, die Verursacher sind. Das sind so die, meiner Meinung nach, die Verantwortlichen.